Hast du Lust auf deftiges Essen? Dann bekommst du heute die volle Ladung indisches Soulfood. Chole Bhature. Keiner kann dieser Kombi widerstehen. Hi zu Lucky Recipes. Chole Bhature sind eigentlich 2 Rezepte in einem. Chole, das ist ein herzhaftes Kichererbsen-Curry, und Bhature sind diese großen Ballonbrote. Wenn ihr Chole kocht, nehmt ihr am besten die getrockneten Kichererbsen, weil die wollen wir mit Schwarztee einfärben. Die Kichererbsen haben wir über Nacht eingeweicht. Falls ihr das Gericht erst am Abend kocht, könnt ihr sie auch morgens einweichen, aber 5 Stunden sollten es schon sein. Durch das Einweichen werden die Kichererbsen schon bekömmlicher und sie könnten direkt in den Schnellgarer. Ich baue aber noch einen extra Schritt mit ein, und zwar koche ich sie noch einmal auf mit Natron. Das verstärkt den Effekt und sie werden noch bekömmlicher. Hier gebe ich die Kichererbsen samt Einweichwasser in den Topf und lasse sie aufkochen. Dann kommt ein wenig Natron dazu, damit sich der zähe Schaum besser löst. Nach 2 Minuten gieße ich das gesamte Wasser ab und brause die Kichererbsen kurz mit frischem Wasser nach. Außerdem brauchen wir einen kräftigen Schwarztee, der gibt dem Gericht eine dunklere Farbe und einen dezent herben Geschmack. Am besten eignen sich kräftige Schwarztees wie Assam oder English Breakfast. Mit türkischem Chai oder Ceylon-Tee sollte es auch gut klappen. Bitte keinen Darjeeling nehmen, der ist zu mild. Bhature, diese großen Ballonbrote, sind eigentlich Bodi sehr ähnlich. Der Unterschied ist, dass man dem Teig entweder Backpulver oder Hefe beimengt. Das macht die Bhatures etwas brotiger. Am besten beginnt ihr 2 Stunden vor Kochbeginn mit dem Teig, so hat er genügend Zeit zu gehen. Als erstes aktivieren wir unsere Trockenhefe, indem wir sie mit Wasser und Zucker anrühren. Außerdem weichen wir unseren Grieß ein. Der sorgt später für eine gewisse Stabilität, nachdem die Bhatures aufgegangen sind. Gebt das Mehl in eine große Schüssel und macht eine Kuhle. Hier kommen jetzt Salz, der eingeweichte Grieß, Joghurt, Öl und Hefewasser rein. Knetet den Teig und gebt dabei nach und nach Wasser hinzu. Der Teig soll schön weich werden, aber nicht klebrig sein. Nehmt euch für das Kneten Zeit, gerne bis zu 15 Minuten. So bildet sich viel Gluten, das brauchen wir, damit die Brote elastisch genug werden, um aufzugehen. Wie bei einem Luftballon. Die Kombination aus Gluten und Feuchtigkeit im Teig sorgt dafür, dass unsere Bhatura schön aufgehen. Beim Frittieren bildet sich Wasserdampf, der entweichen will und dabei den Teig aufbläht. Durch das Gluten klappt das, ohne dass der Teig reißt und die Luft entweicht. Reibt den Teig oberflächlich mit Öl ein, damit die Feuchtigkeit eingeschlossen wird. Deckt ihn mit einem Tuch ab und lasst ihn an einem warmen Ort gehen. Wir können uns in der Zwischenzeit schon einmal die Gewürzmischung für Chole zusammenstellen. Alle Gewürze bekommt ihr von TRS, unserem Partner für dieses Video. Für einen deftigen Geschmack nehmen wir schwarzen Kardamom. Er ist größer als der grüne und wird über offenem Feuer getrocknet, was ihm ein kräftiges, rauchiges Aroma verleiht, der gut zu unserem Chole passt. Kennt ihr ihn schon? Wir machen das Gericht schön deftig und etwas schärfer als sonst. Wer es nicht so scharf mag, kann das Kashmiri Chili ausnahmsweise durch Paprikapulver ersetzen, denn grüne Chilis sind in dem Rezept bereits vorhanden. Besonders Amchur, also Mangopulver, ist typisch für dieses Gericht. Manche nehmen alternativ Granatapfelschalenpulver, das gibt's auch bei TRS. Das gibt dem Ganzen eine säuerliche Note. Das fertige Pulver hat eine orange-rötliche Farbe. Einen halben Teelöffel heben wir für später auf, der Rest wandert direkt mit in den Schnellgarer. Wir kochen unser Chole im Schnellgarer. Wenn ihr keinen habt, dann kocht ihr die Kichererbsen im Topf vor mit dem Schwarztee plus ein paar Gewürzen und etwas Salz. Dann können sie schon mal Geschmack und Farbe annehmen. Eventuell braucht ihr noch ein bisschen Natron, damit sie besser garen. Insgesamt dauert das ungefähr eine halbe Stunde. Im Schnellgarer geht das alles in einem Schritt. Als erstes bräunen wir die Zwiebeln, am besten rote. Nehmt euch für das Braten Zeit, das dauert schon um die 15 Minuten. Jetzt kommt Ingwer-Knobi-Paste dazu. Ihr wisst ja, diese Kombi ist in vielen indischen Gerichten sehr beliebt, deshalb gibt es sie schon fertig von TRS zu kaufen, so spart ihr euch einen Zubereitungsschritt, geöffnet ist sie im Kühlschrank mehrere Wochen haltbar. Nun werden die grünen Chilis und die Gewürzmischung für 1 Minute mitgebraten, bevor wir die Tomaten aus der Dose dazugeben.
Tomatenpassata eignet sich noch besser, wir hatten aber gerade keine zur Hand. Bratet alles so lange, bis die Masala-Grundlage sehr dunkel ist. Diesen Vorgang nennt man auf Hindi Bhuna und er gibt der Soße ihren reichhaltigen Geschmack. Also nicht ungeduldig werden. Ja, so sieht die Grundlage gut aus. Als nächstes könnt ihr den Schwarztee und die Kichererbsen dazugeben. Natürlich dürft ihr Salz nicht vergessen. Kocht das Chole 5 Minuten auf High Pressure, gefolgt von 15 Minuten Natural Release. Ich lasse sogar die Kichererbsen 1 Stunde in der Resthitze ziehen, damit sie mehr Farbe annehmen. Ich zerquetsche ein paar Kichererbsen, um die Soße anzudicken. Kocht bei Bedarf die Soße noch ein wenig ein. Die Konsistenz sollte so sämig sein, dass ihr sie später mit eurem Bhatura essen könnt. Jetzt können wir unsere Bhatura frittieren. Der Teig ist für meinen Geschmack ein ganz klein wenig zu weich, aber besser als wenn er zu fest wäre. Das macht die Bhaturas hart. Teilt sie in ca. 50 Gramm große Bällchen und rollt sie zu dünnen Fladen aus. Derweil könnt ihr euer Öl schon mal heiß werden lassen. Beim Frittieren von Bhatura sind 3 Dinge wichtig. Ein großer Löffel, eine breite und hohe Pfanne und eine hohe Frittiertemperatur. Sobald das Öl heiß ist, etwa bei 185 Grad, gebt den Teigfladen rein und drückt ihn ein paar Mal locker runter. Sobald er beginnt sich aufzublähen, begießt ihr ihn großflächig mit Öl. Durch die hohe Temperatur beginnt das Wasser zu verdampfen und der Dampf bläht das Bhatura von innen auf. Die breite Pfanne und der große Löffel helfen dabei, dass ihr die Bhatura leicht mit Öl begießen könnt. Sobald das Ballonbrot leicht Farbe angenommen hat, hebt ihr es heraus, lasst es abtropfen und legt es dann zur Seite. Und hier nochmal zum Anschauen, weil es so schön war. Aber auch wir müssen uns mal mit nicht aufgegangenen Bhaturas zufrieden geben. Schmecken tun sie aber natürlich auch. Halt, eine Sache brauchen wir noch, die Tadka für unser Chole. Dafür feine Ingwerstreifen und ein paar aufgeschnittene Chilis in Öl braten. Sobald es aromatisch duftet, Hitze ausschalten und die kleine Menge Chole-Gewürzmischung, die wir uns zur Seite gelegt hatten, hineingeben. Das ist die Krönung für unser Chole. Seht ihr, wie schön brotig die Bhaturas innen sind? Perfekt, um damit genüsslich die deftigen Kichererbsen aufzugreifen. Lasst euch dieses Geschmackserlebnis nicht entgehen, Leute. Am besten mit eurer Familie und Freunden genießen. Das wird für alle unvergesslich. Viel Freude dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!